Das ist schon wild. Das ist echt richtig wild. Das ist Michi. Er plant viel und landet trotzdem manchmal auf Umwegen. Bist du auch bereit? Und das ist Kira. Sie ist mal mehr und mal weniger bereit. Angekommen am Ende der Welt, wie die Römer sagten. Und genau hier merken wir, dass etwas Neues beginnt. 6 Monate Fahrradweltreise liegen hinter uns. Unzählige Kilometer, viele Länder, viele Eindrücke. Der Camino gibt uns in diesem Moment mehr, als wir erwartet hätten. Nicht im Sinne von sportlicher Leistung oder besonderer Orte, sondern auf einer viel tieferen Ebene. Er zwingt uns, langsamer zu werden. Zuzuhören, nicht nur den Menschen, sondern auch uns selbst. Frühstück, 6 Monate auf Tour und Ende des Jakobswegs. Das ist echt lecker. Im Dezember bei strahlendem Sonnenschein. Das ist unglaublich. Und genau mit diesem Gefühl drehen wir hier um. Nicht zurück, sondern weiter. Weiter nach Süden, weiter Richtung Wärme, weiter Richtung Adventszeit. Am 2. Juni 2024 sind wir in Emden gestartet. Seitdem liegen Monate in Westeuropa auf dem Rad hinter uns, immer dem Meer folgend. Jetzt, am Ende des Camino, beginnt ein neues Kapitel. Von Fisterra aus drehen wir nach Süden und folgen weiter der Küste. Wir erreichen Vigo, überqueren kurz darauf die Grenze nach Portugal und stehen nur wenige Tage später in Porto, einer lebendigen, lauten und faszinierenden Stadt. Von dort führt unser Weg durch Dünenlandschaften nach Nazaré, bekannt für seine gewaltigen Wellen. Weiter zum westlichsten Punkt des europäischen Festlandes, dem Cabo da Roca. Über Lissabon, wo wir Weihnachtsstimmung aufsaugen, tauchen wir wieder in Dünen und langsam beginnende Felsküsten ein. Schließlich erreichen wir im Süden Portugals die Algarve. Hier mieten wir uns für 2 Wochen eine Ferienwohnung. Und genau hier feiern wir mit überraschendem Besuch unser erstes Weihnachten fern der Heimat. Strahlender Sonnenschein und wir verlassen Fisterra. Vor ein paar Tagen waren wir da im Nebel. Was für ein herrlicher Morgen. Wir werden es heute noch nicht ganz nach Portugal schaffen. Vielleicht morgen? Oh, kalt, so viel Nebel. Aber bald wird's wärmer. Auf nach Portugal. Wärmer in Portugal. Nach langen Abfahrten werden unsere Hände so kalt, dass wir anhalten müssen. Ein kleines Café wird in diesem Moment zum Zufluchtsort. Ein Platz zum Aufwärmen, Durchatmen und Sammeln. Dass du das halten kannst. So, jetzt genießen wir mal unseren Kaffee, wärmen uns auf und dann geht's weiter. Nämlich ab jetzt geht's tatsächlich in neue Gefilde. Wir knicken jetzt hier ab. Und dann hat uns der Regen wieder fest im Griff. Doch das ist für uns Alltag auf der Reise. Ja, so plätschern wir dahin, hier im leichten Regen. Nicht das schönste Wetter. Von Advent ist hier noch kaum etwas zu spüren. Keine Lichter oder Musik, aber die besondere Stimmung des Camino. Nur vereinzelt merken wir, dass Weihnachten näher rückt. Was ist das denn, ein Mini-Karussell? Und dass wir dieses Jahr ein ganz anderes erleben werden. Kleine Gässchen. Schub, schub, schub. So, und dann geht's für uns jetzt darüber. Das ist schon Wahnsinn. Aber genau so haben wir es uns eigentlich auch vorgestellt. Herrlich. Der Fahrradweg ist mega gerade. Oh, Vigo. Eine ganz schön umtriebige Stadt. Und hier nutzen wir ein letztes Mal die Vorteile unseres Pilgerpasses. So, wir haben richtig Glück. In Vigo sind wir jetzt die einzigen beiden Pilger in der Pilgerunterkunft und somit haben wir eine Unterkunft für uns beide. Das ist halt Wahnsinn. Und hier unten, dort,
Da stehen Emil und Elias. Man muss dazu sagen, für 10 Euro. Und das günstigste Hotel ging hier bei 120, glaube ich, los. Von daher, besser geht's nicht. Jetzt geht's dann gleich noch auf den Weihnachtsmarkt. Und dann schauen wir weiter. Der erste Moment, in dem wir wirklich realisieren, dass Weihnachten näher rückt. Überall Lichter, Dekoration, Musik und Menschen. Ah, na klar. Hast du ein bisschen Weihnachtsfeeling? Ein bisschen Weihnachtsstimmung in Spanien. Und trotzdem fühlt sich alles seltsam entrückt an. Es ist nicht mehr so kalt und wir tragen keine dicken Jacken. Der Atem steht nicht sichtbar in der Luft. Stattdessen ist da dieses milde Winterklima, das so gar nicht zu dem Bild passt, das wir mit Weihnachten verbinden. War ein wunderschöner Weihnachtsmarkt. Unser einziger, erster und letzter in Spanien. Wahrscheinlich letzter, ja. Unglaublich teuer, aber es war schön. Kurz darauf zwingt uns die Realität wieder sehr deutlich zurück in den Moment. Dann schaffen wir es, weil wir haben nicht mehr so viel Kreditlimit. Das ist alles da hinten ist Portugal. Die aufkommende Euphorie beim Anblick des nächsten Landes hält nur kurz. Hempel. So, hoffen wir, dass die Fähre fährt. Hey, bitte. Es sieht sehr leer aus. Es gibt nur eine Fähre. Die fährt hin und zurück. Da steht ein Auto. Aber Autos sind hier nicht mehr. Wir stellen erschrocken fest, dass die Fähre, auf die wir uns verlassen haben, nicht fährt. Kein Übergang, kein kurzer Weg. Stattdessen ein Umweg von gut 30 Kilometern nach einem ohnehin langen Tag. Doch uns bleibt keine Alternative. Da hinten steht ein Schild. Und in Kürze sind wir auf der anderen Seite und somit in Portugal. Das geht von Spanien nach Portugal. Das Wetter könnte nicht schöner sein. Die Sonne steht bereits tief und irgendwann verschwindet sie ganz. Aber ein bisschen müde, nicht? Da ist das Meer. Irgendwo da hinten. Platt. Heute reicht's ganz gut. Die Fahrt in die Nacht ist kalt, nass, anstrengend. Es gibt keine Straße, nur einen schmalen, steinigen Pfad. Das ist echt richtig wild. Bist du auch bereit? Das ist doch nicht mehr normal. Weiter. Wohin wurden wir So. hier navigiert? Schöner Weg. Zu langsam rollend für den Dynamo sehen wir nur, was im Kegel der Kopflampen auftaucht. Der Pfad stellt sich für uns als einer der herausforderndsten Wege in Portugal dar. Im Wald hören wir es rascheln. Irgendwas ist neben uns. Das war richtig knapp. Da ist der Kleine. Du musst laufen. Ich komme doch niemals an dir vorbei. Komm, hopp. Wie soll ich denn an dir? Ja, jetzt. Genau. Super. Top gemacht. Achtung, links großer Stein. Mehrere Steine. Fuck. Aber irgendwann erreichen wir erschöpft den angepeilten, spendenbasierten Campingplatz und schlafen sofort ein. Heute ist Nikolaus. Stimmt. Nikolaus. Oh, Nikolaustag. Es ist zwar nicht sonderlich sonnig gerade, aber es regnet nicht halbwegs warm. Oh. Portugal empfängt uns mit einer Küste, die uns von Beginn an in ihrem Bann zieht. Doch die Tage sind kurz und immer häufiger kommen wir erst im Dunkeln an unseren Schlafplätzen an oder beginnen die Suche überhaupt erst, wenn es bereits Nacht ist. Was zunächst Unsicherheit auslöst, wird schnell zu einer neuen Routine. Wir lernen, unserer Intuition zu vertrauen und sie führt uns erstaunlich oft an gute, sichere und wunderschöne Orte direkt am Meer. So, hier links ist echt so ein bisschen Urwaldstimmung. Oh.
Das ist Kategorie Nachtisch. Das ist Kategorie Rap. Oh, und da hinten ist noch Frühstück. Bereit für den nächsten Rap? Oh ja. Ich hab noch 2 Bissen. Aufzuwachen, das Zelt zu öffnen und den Atlantik direkt vor sich zu haben, ist ein Gefühl, das sich kaum in Worte fassen lässt. Okay, jetzt gehen wir. Einige Schlafplätze entpuppen sich am Morgen als kleine Geschenke. Willkommen in meinem neuen Zuhause. Schönes Zuhause hast. Bisschen wild. Der sieht ja schön aus. Sogar eine Schaukel. Dezember in Porto. Unglaublich. Porto ist eine Stadt voller Geschichte und lebendiger Energie, die sich an den steilen Hängen des Douro-Flusses über dem Atlantik erhebt und zu den ältesten urbanen Zentren Europas gehört. Sein historisches Zentrum zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zwischen alten Häusern und dem Flussufer rumpeln historische Straßenbahnen vorbei. Und Musiker spielen auf selbstgebauten Instrumenten, mischen Klänge und Alltag auf ihre ganz eigene Weise. Mancher lässt sich sogar von Vögeln begleiten. Ein Moment, der in Erinnerung bleibt. Das wohl ikonischste Wahrzeichen ist die mächtige Dom Luis I. Brücke, ein beeindruckendes Stahlbauwerk aus dem 19. Jahrhundert, das Altstadt und den Stadtteil Vila Nova de Gaia auf 2 Ebenen verbindet. Oberhalb verkehren Metro und Fußgänger, unten die Autos. Wir durchqueren die Stadt nur, denn uns zieht es zurück in die Natur. Wer kann es uns verübeln? So ein Ausblick bietet nur das Zelt. Ende des Radwegs. Das ist schon faszinierend. Hält uns nicht auf. Mit Rückenwind geht's fröhlich weiter. Das ist unglaublich. Wir werden hier lang geblasen. Verglichen mit dem, was man schon hatte, kann man das einfach richtig, richtig schätzen. Das ist traumhaft. Dünenlandschaft. Ansonsten wenig. Und auch in der wunderschönen Dünenlandschaft geht es fast durchgängig mit viel Rückenwind von Porto bis Nazare. Sonne, Strand und Meer lassen uns fast vergessen, dass Weihnachten immer näher rückt. Ewig lange Straße Richtung Nazare. Rückenwind, so dass einem kalt ist, wenn man stehen bleibt, und wenn man fährt, hat man quasi Windstille. Das ist richtig toll. Und eine glückliche Schnucke. Nazare ist weltweit bekannt für seine gigantischen Wellen, die durch den unterseeischen Nazare Canyon entstehen und hier zu den höchsten surfbaren Wellen der Erde anwachsen. Am heutigen Tag sind die Wellen jedoch eher verhältnismäßig klein. Wir haben trotzdem einen wunderschönen Tag mit Virginie und Ralf. Das Treffen von uns ist nicht zufällig, denn die beiden fahren fast die gleiche Strecke wie wir, nur mit dem Camper. Kennengelernt haben wir uns in Frankreich zu Beginn des Camino Frances. Boah, geht's uns gut. Bei diesem Wetter fühlen sich die Tage eher nach Frühling an und unsere Stimmung ist entsprechend leicht und fröhlich. Wo sind wir denn hier gelandet? Auf dem Hügel. In Aussicht aufs Meer. Da hinten ist Nazare. Und hier sind ganz viele Hügel. Vielleicht kaufen wir uns einen. Ja, und die hätte ich gerne. Wein und alles. Es ist ganz schön viel Wasser drin in dem Fluss. Aber ist hübsch. Da vorne müssen wir hin. Auf zum westlichsten Punkt des Festlands in Europa. Cabo da Roca. Dieser liegt rund 140 Meter über dem Atlantik. Die steilen Klippen markieren seit Jahrhunderten eine geografische Grenze und galten lange, wie auch Fisterra, als das Ende der bekannten Welt, bevor die Seefahrt neue Horizonte eröffnete. Solche Orte faszinieren uns besonders, weil es sich kaum begreifen lässt, sie aus eigener Kraft mit dem Fahrrad erreicht zu haben. Punkte,
an denen man buchstäblich umdrehen muss, weil es nicht mehr weitergeht. Und die sich dennoch anfühlen wie ein symbolisches Ende der Welt. Auch wenn wir natürlich wissen, dass irgendwo hinter diesem Horizont das nächste Land wartet. Während wir die Wellen beobachten, fühlt es sich weiterhin unwirklich an, dass bald Weihnachten ist. Irgendwie passt der Gedanke nicht richtig hierher, zu diesem Ort, dieser Weite und Wärme, fernab der Familie. Aber genauso ist es nun einmal in diesem Jahr. Jetzt geht's wieder hoch. Lissabon ist nun nicht mehr weit. Und zunächst glauben wir schon im Grün in die Stadt zu rollen. Doch dann holen uns die großen Straßen doch ein. Auf geht's mit den Eseln hinein nach Lissabon. Trotzdem ist es entspannt ruhig. Ah, verrückt. Natürlich probieren wir direkt beim Ankommen die berühmten Pastel de Nata im traditionsreichen Café. Sehr gerne. Magst du welche holen? Da bist du ja schon wieder. Ui, wie sind die denn jetzt eingepackt? Toll, ne? Mal neu. Weihnachtlich sogar mit Weihnachtsbaum. Und Oha, die sind noch warm. sehr schön. Aber wir haben gestern bei 2 Ja, eine Tüte pro Ding bekommen. Jetzt haben wir bei 6 auch nur eine Tüte bekommen. so ist das. Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt kommt uns plötzlich eine ganz besondere Person in der historischen Straßenbahn entgegen. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich fährt die Kinder durch die Stadt. Der Weihnachtsmarkt ist festlich, bunt, fast überwältigend. Doch schnell merken wir, dass wir uns hier kaum etwas leisten können. Also bleibt es bei einem Spaziergang, bei Lichtern, Gerüchen und Gedanken. Lissabon liegt auf 7 Hügeln und ist seit Jahrhunderten vom Meer geprägt. Als Stadt der Seefahrer, der Aufbrüche und der Rückkehrer. Also kein Wunder, dass wir die Stadt mit einer Fähre wieder verlassen. Drüben angekommen, treffen wir 2 andere Radreisende. Moin. Moin, Wir sind 2 auf Rad. ich bin Ann-Kathrin. Nico, wir sind jetzt seit dem 1. Juni 2024 unterwegs. Wir sind in Lüneburg gestartet und dann sind wir durch die Niederlande gefahren, dann durch Belgien, durch Luxemburg, durch Frankreich, durch Spanien. Machen jetzt House-Sitting hier in Portugal und ab Neujahr geht es dann weiter Richtung Algarve, Gibraltar und so weiter. Wir trinken nur schnell einen Kaffee zusammen, denn die Tage werden weiterhin kürzer und wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Weihnachten ist eigentlich das Fest der Familie, der Nähe, der vertrauten Rituale. Und wir sind hier, zu zweit, weit weg von allem, was sonst dazugehört. Palmen statt Tannenbäume, Weihnachtsmänner in Badehose, das Meer direkt vor der Tür. Es fühlt sich gleichzeitig schön und falsch an und emotionaler, als wir es erwartet hätten. Oh, schon hier anstrengend. Oh. Doch an diesem Tag beginnt unwissend eine kleine Geschichte, deren Tragweite wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen können. Auf einem Parkplatz begegnen wir Katzen. Neugierig, zutraulich, verspielt. Sie schleichen um unsere Taschen, springen darüber, hinterlassen Setzt euch da schon Spuren. richtig schön hin, habt euch schon eingelebt, ne? Kurz darauf bemerkt Kira rote Bin Punkte ich an der kein Hand. Fan von, bin ich ehrlich. Wir denken uns nichts dabei und fahren weiter in Richtung Algarve, wo wir für die Feiertage eine Unterkunft gebucht haben. Traumhaft, oder? Einfach nur Wahnsinn. Die andere Seite ist auch gut. Ah, ist einfach herrlich. Oho, Sand. Es sind noch 2 Tage und dann sind wir in unserem Winterdomizil bzw. Weihnachtsdomizil angekommen. Und wir werden es auch schaffen. Der Sand hält uns nicht auf und der Regen auch nicht. Und wir haben eine wunderschöne Landschaft. Ah, einfach nur schön. Immer entlang dieser unglaublichen Küste. Du bist toll. Das ist übrigens Jan Ole oder Jo.
der uns seit einigen Stunden begleitet. Dann fahren wir mal wieder weiter und lassen die Zebras sein. Da hinten sind auch noch Alpakas. Ach, Straußen, herrlich. Na gut. Auch wenn man es auf der Kamera nicht sieht. Aber das hier ist die wahrscheinlich steilste Abfahrt unserer bisherigen Reise. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Sollte schon gehen, aber fahren ist übertrieben. Mit diesem Untergrund eine echte Herausforderung. So, das Ganze entwickelt sich wieder zu einer kleinen Nachtfahrt. Jan Ole ist auch noch immer dabei. Die beiden kommen da gleich hinten. Weiß nicht, ob man das sieht. 2 Lichter vielleicht. Erst spät am Abend finden wir einen Schlafplatz auf einem Parkplatz. Am nächsten Morgen erwachen wir mit diesem traumhaften Ausblick. Unsere letzte Nacht im Zelt im Jahr 2024 verbringen wir bei Femke im Garten. Femke ist mit ihrer Familie aus Belgien nach Portugal ausgewandert. Sie stellt ihren traumhaften Garten voller Tiere anderen Radreisenden über Welcome to My Garden zur Verfügung. Was für eine coole Community. Wir tauschen uns aus und genießen den letzten Radreisemorgen. Schweinchen und ja. Magst du das? Wirklich? Komplett? Oha. Oh ja, oh nein. Kleines Schweinchen. Oh, großes Schweinchen. Was? Ich hab's extra das Ding hinwerfen wollen, aber ich hab den Kopf getroffen. Oh, es tut mir leid, das kleine Schweinchen. Es tut mir leid. Hey, das sind die Zeichen. Ja. Deswegen bist du so groß und dick. Weil du schneller ist nicht so anders. Oh. Das gibt's ja nicht. Wow. Sag mal. So gibt's aber hier nichts mehr von uns. Slow down and listen for a heartbeat. Und da stand unser Zelt. Da hinten sind die Schweine. Hier die Fahrräder. Hier geht's dann raus. Ganz viele Hühnchen. Irgendwo da hinten ist Kira gerade. Ich glaube, da nach rechts verschwunden. Hier haben wir noch eine Dusche. Küche, hallo. Unser letzter Radreisetag heute. Man kann es kaum glauben, im Dezember. Und ich bin zu warm angezogen. Oh ja, ich bin im T-Shirt, kurzer Hose. Das haben wir heute, den 19. Dezember. Es ist unser letzter Radreisetag im Jahr 2024. Das Jahr, wo wir unsere Radreise begonnen haben. Und desto häufig wir dachten, oh, war es die richtige Entscheidung und was tun wir hier eigentlich, muss ich heute sagen, ich bin verdammt stolz auf uns. Doch, und ich werde richtig emotional. Der letzte Radreisetag im Jahr 2024. Oh mein Gott. Ja, und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Self-Pampern. Erstmal ein bisschen Urlaub. 2 Wochen entspannen. 2 Wochen eine Wohnung. So, Fließend Wasser. jetzt genießen wir die letzten 30 Kilometer. Juhu. Juhu, wir sind angekommen. Nur noch den Hügel hoch. Voller Vorfreude erreichen wir die Unterkunft in Ferragudo. Der erste Tag ist ein Traum. Doch dann entdecken wir weitere rote Punkte auf Kiras Haut, vor allem am Rücken.
Was folgt, ist eine Kettenreaktion aus Waschen, Einfrieren, Putzen, Improvisieren, begleitet von Erschöpfung und Sorge. Sind das Bettwanzen? Flöhe? Wir recherchieren im Internet, doch sind uns einfach nicht sicher. Und dann fällt auch noch der Strom aus. Die Waschmaschine hält unsere frisch gewaschene Kleidung gefangen. Das Gefrierfach taut auf. Kira schifft sich dann auch noch den Rücken am Wasserhahn der Badewanne auf. Die Nerven liegen blank. Als wir schließlich ein kleines Tier entdecken und erkennen, dass es sich um einen Katzenflor handelt, ist das einerseits eine Erleichterung. Andererseits erwächst die Frage, war das der einzige? Der Strom kommt nicht wieder und so müssen wir in all dem Durcheinander in der Nacht zeitweise in eine neue Unterkunft unserer Wohnungsvermietung umziehen. Die Entspannung ist ein bisschen unentspannt. Ja, wir dürfen nochmal die Wohnung wechseln, weil bei uns der Strom die ganze Zeit rausfliegt und sie schaffen es erst am Montag, das Problem zu lösen. Heute ist Samstag. Naja, mal gucken. Aber jetzt kriegen wir ein Uber gestellt und jetzt geht's zur neuen Wohnung. Da vorne irgendwo ist Kira, hier hinten bin ich. Und dann stehen wir ohne die Drahtesel irgendwo zwischen Villen in Portugal. Sind auf der Suche nach unserem Haus. Okay. So, das Licht ist an. So wie ich gerade aussehe, in etwa so fühle ich mich auch. Wir haben mittlerweile 22 Uhr. Ja, 22:11 Uhr, sind jetzt in einem riesengroßen ich würde nicht mal Ferienhaus sagen, ich würde sagen, es ist einfach ein großes Haus. Den Außenbereich haben wir noch nicht gesehen. Ist so ein bisschen oldschool, aber echt schick. Nur ein bisschen sehr groß für uns beide. Der Hof. Die Dame des Hauses. Hä? Handtücher. Wir haben keine Handtücher, das ist natürlich eher ungünstig. Ein Schlafzimmer und ein bisschen WD-40. Okay. Schlafzimmer. Nee, oh mein Gott, was ist das? Einen kleinen Elefanten. Und direkt ins Bad, oder? Ja, mega. Ja, ich weiß, wo wir schlafen. Alter Schwede. Haben Handtücher. Da. Ach, so ein. Aber damit haben wir das kleine Häuschen schon soweit besichtigt. Ne? Jetzt müssen wir morgen nur noch zum Garten, Pool und was weiß ich was. Eine Villa mit Blick vom Bett auf das Meer. Wow, haben wir das wirklich verdient? Wahnsinn. Das ist doch schon verrückt, oder? Das ist ziemlich verrückt. Ein Wendepunkt. Wir atmen durch und genießen unsere Auszeit. Nun wird alles wieder gut. Was für ein langer Ausflug. Oh. Das klingt gerade nach einer Eule. Ja. Oder nach einem Jubelschrei, weil wir nackig im Pool sind. Oder das? Erfrischend. Jetzt muss ich pipi. Aber echt trotzdem schön. Das pocht mega schnell. Das Herz denkt sich gerade, was hast du denn gemacht? Wie verrückt bist du? Warum tust du das? Heute ist bereits Heiligabend. Wir dürfen zurück in unsere gebuchte Wohnung und das Weihnachtsfest wird doch noch wunderschön. Virginie und Ralf feiern mit uns. Der Camper steht für ein paar Tage vor unserer Haustür. Wir backen Plätzchen, schmücken eine Pflanze wie einen Tannenbaum. Vanillekipferl ab. No, das Vanillekipferl. Die Weihnachtstage vergehen unter 4 Reisenden fern der Heimat schnell. Danke Virginie und Ralf, dass ihr diese besonderen Tage mit uns verbracht habt.
Als Virginie und Ralf sich verabschieden, bleiben wir nicht lange allein. Freunde aus Emden, die ebenfalls die gesamte Strecke bis hier in die Algarve mit dem Fahrrad gefahren sind, kommen uns besuchen. Angela und Tim waren gerade einmal eine Woche zeitversetzt auf unseren Fersen. Der Tim, da ist die Angela und da ist Kira. Und ich sitze hier oben. Ohne dass wir das gegenseitig lange wussten. Wie verrückt. Nach so einer langen Reise haben wir viele Geschichten zum Austauschen und unternehmen an Silvester gemeinsam eine unvergesslich schöne Wanderung. Süß Schnupp. Bist du glücklich? Wenn du ein bisschen mehr aufpasst, ja. Au! Nein, mein... Sehr gut. Oh, schön. Guck mal. Wir haben unsere Frauen verloren. Nein, es ist ja nur deine Frau. Wir leben ja in wilder Ehe. Rund um Ferragudo ist die Küste von steilen Kalkfelsen geprägt, die über Jahrtausende durch Wind- und Atlantikwellen geformt wurden. Dabei entstanden zahlreiche Grotten, Bögen und Höhlen, besonders entlang der Küste östlich von Ferragudo, wo das weiche Gestein vom Meer ausgewaschen wird. Die Algarve gilt heute als eine der höhlenreichsten Küstenregionen Europas. Viele dieser Formationen sind nur zu Fuß von oben oder vom Wasser aus zugänglich. Als wir die Wanderung beenden und mit dem Bus zurückfahren, ist es bereits spät. Oh, jetzt ist es etwas dunkel geworden. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025. Mit viel Gesundheit, Zufriedenheit und dass eure Vorsätze in Erfüllung gehen. Doch den Jahresübergang hätten wir uns nicht besser vorstellen können. Mit Freunden fühlt sich die Heimat plötzlich ganz nah an. Es war ein Jahr voller Mut, Zweifel, Glück, Angst und unvergesslicher Momente. Radreisen ist unser Traum, aber nicht immer ist es leicht. Das erste Jahr liegt nun hinter uns. Doch die Fahrradweltreise hat gerade erst begonnen. Und mit Tim und Angela werden wir in den kommenden Tagen noch ein ganz besonderes Abenteuer erleben.